Über die letzten 20 Jahre hat Indien den MSCI World komplett outperformed. Ob das so weitergeht, welche Aktien davon profitieren können, welche Indizes und ETFs besonders spannend sind, seht ihr in diesem Video. Wir gehen auch direkt rein und schauen mal, wie es sich im Vergleich zu China verhält. Also wer wächst jetzt eigentlich stärker? Und in dieser Grafik sieht man besonders gut, dass so bis 2014 China ganz klar mit Wachstumsraten über 8%, teilweise 14% deutlich vorne gelegen hat. Spätestens aber seit Corona hat Indien die Nase vorne. China soll hier sogar auf 3,8% im Jahr 2030 zurückfallen, was ein schon sehr niedriges Wachstum für China wäre, eigentlich die letzten Jahrzehnte überhaupt nicht da gewesen, während Indien konstant über 6% bleibt. Indien ist so gesehen bereits jetzt der stärkste Wachstumsmotor der Welt. Wir schauen mal auf die absoluten Zahlen. Im Jahr 2024 haben sie noch 3,9 Billionen US-Dollar an BIP. Im Jahr 2030 sollen es 6.700 Milliarden, also 6,7 Billionen US-Dollar im Bruttoinlandsprodukt sein. Das heißt fast eine Verdopplung der Wirtschaftsleistung, die bis 2030 stattfinden soll. Das ist schon unfassbar stark. Zum Vergleich, Deutschland hat ungefähr 4,3 Billionen US-Dollar an BIP. Also ist Indien quasi jetzt gerade dabei, uns zu überholen. Und das sieht man auch an der Zahl der Beschäftigten in Indien. 643 Millionen Menschen sind in Arbeit. Insofern finde ich die Tatsache, dass Indien uns als Deutschland überholt, gar nicht so schlimm, denn die haben 643 Millionen Menschen in Arbeit. In Deutschland arbeiten hingegen ungefähr 45 Millionen Menschen. Das ist ja weit mehr als das Zehnfache an Menschen, die in Indien arbeiten. Dennoch ist es keineswegs so, dass Indien aktuell eine Vollbeschäftigung hat. Bis 2018 war jeder vierte Jugendliche oder jüngere Mensch dort arbeitslos. Aktuell sind die Zahlen geschrumpft auf ca. 15%, das ist aber immer noch enorm und hoch. Das zeigt also, auch wenn so viele Menschen in Indien arbeiten, auch wenn es so stark aufwärts geht, Arbeitslosigkeit ist weiterhin ein Problem. Dennoch muss man dazu sagen, ein Problem gibt es in Indien nicht, nämlich eine überalternde Bevölkerung. Man sieht, dass hier viele junge Menschen arbeiten wollen und das ist natürlich wichtig für Dynamik, für Entwicklung, für Innovation. Also ein ganz anderer Druck, der auf dem Arbeitsmarkt herrscht, als hierzulande. Diese Grafik ist so zu lesen, 73,6% der Personen, die ein Diplom haben, also einen höheren Universitätsabschluss, sind in Arbeit. Heißt im Umkehrschluss, ungefähr 26% sind es nicht, die einen so hohen Bildungsgrad haben. Und wenn man sich das Ganze hier durchguckt, einen mittleren Bildungsabschluss, da arbeiten dann 60% der Bevölkerung. Interessanterweise arbeiten auch 60% von denen, die überhaupt gar keinen Bildungsabschluss haben. Also man sieht schon, das Thema Arbeitslosigkeit spielt eine Rolle in Indien und selbst ein sehr hoher Bildungsgrad ist kein Garant dafür, dass man auch einen Job findet. Jetzt ist es besonders interessant, wo findet denn die meiste Wertschöpfung in Indien statt? Also das sind die Dienstleistungen mit 50%. Dazu zählen vor allem auch digitale Dienstleistungen. Also wenn man zum Beispiel in Indien Dienstleistungen für die restliche Welt erbringt, das könnte dann auch Callcenter sein oder eben auch andere IT-Beratungen. Die Industrie macht 25% aus und die Landwirtschaft 16%. Und diese Zahl merken wir uns mal. Wenn wir uns mal angucken, wo die meisten Arbeitskräfte in Indien arbeiten, dann sieht man, die Dienstleistungen machen nur 31% aus, die Industrie ungefähr ähnlich, 26%, also ungefähr auch so den Anteil, den sie am BIP ausmachen. Aber die Landwirtschaft macht immer noch 42% der Arbeitsplätze aus. Das heißt, riesiger Teil der Wertschöpfung kommt aus Dienstleistungen, der aber nur von einem Drittel der Arbeitnehmer erbracht wird. Ganz viele Menschen arbeiten für ganz wenig Geld in der Landwirtschaft. Insofern sieht man, dass der Strukturwandel hier noch voll im Gange ist. Hier sieht man es auch nochmal ganz gut, 253 Millionen Menschen arbeiten in der Landwirtschaft, unfassbar. 201 Millionen eben im Dienstleistungsbereich und der Rest dann in Construction, Manufacturing und Co. Hinzu kommt der Urbanisierungsgrad, sprich wie viele Menschen wohnen in Städten, ist noch relativ gering in Indien. Wir schwanken irgendwo zwischen 30 und 40%, wobei ob Städte jetzt immer so erstrebenswert sind, ist mal das eine, aber es ist eben ein typisches Bild. Viele Menschen, die von der Landwirtschaft leben, die wenig verdienen, die nicht in Städten wohnen, das zeigt auch nochmal, dieses Land hat ein krasses Wachstum, hat aber auch definitiv noch strukturelle Themen zu meistern und einen krassen Wandel vor sich. Und das spiegelt sich hier ganz gut wider. Wir sehen das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, also wie viel erwirtschaftet jeder Einzelne in Indien. Das heißt nicht, dass die so viel verdienen, das wäre natürlich schön, aber wir müssen das mal vergleichen auch mit anderen Ländern. Wir liegen jetzt hier im Jahr 2030 vielleicht irgendwann mal knapp über 4.000 US-Dollar, die pro Kopf pro Jahr erwirtschaftet werden. Aktuell liegen sie eher so bei 3.000 US-Dollar. Wenn man das mal mit China vergleicht, die liegen nämlich ungefähr bei 12.000 US-Dollar pro Kopf, also beim Dreifachen. Bedeutet also, pro Kopf gerechnet ist es in Indien noch nicht so, dass die Wirtschaft so prosperiert oder dass das Bruttoinlandsprodukt so hoch ist wie in China. Da ist noch viel aufzuholen und das spiegelt sich natürlich auch im Wohlstand der Bevölkerung wieder, der eben noch nicht so groß ist. Das heißt also, selbst die 4.000 US-Dollar pro Kopf sind hier noch nicht das Ende der Fahnenstange. Hier wäre noch viel mehr möglich, wenn sie denn die ganzen infrastrukturellen und sozialen Probleme, die es geben wird, bei so einem Wachstum in den Griff kriegen.
Das Tolle ist natürlich dann, wenn sie so ein Wachstum hinkriegen, haben sie in Indien eine unfassbar starke Binnennachfrage innerhalb des Landes und das macht sie dann natürlich zum einen abhängig vielleicht von Importen aus dem Ausland, wenn man gewisse Güter eben nicht so schnell selbst produzieren kann, aber auf der anderen Seite ist so eine starke Binnennachfrage natürlich auch sehr stark, um eben robuste Märkte zu haben, die gerade in Zeiten, wo es mit Export, Import schwierig ist, ja trotzdem weiter wachsen, auch wenn vielleicht Handelsbeschränkungen, Zölle und so weiter existieren. Also wirklich in vielerlei Hinsicht sehr spannend, diese Fakten zu interpretieren und sich daraus ein Bild zu bilden. Das Thema Auslandsinvestitionen haben wir in den letzten Videos, vor allem zu Afrika, ja sehr lange beleuchtet. Man sieht, die Investitionen in Indien sind sehr konstant, jetzt nicht so sprunghaft angestiegen wie in Afrika, aber eben auf einem konstant hohen Niveau von ungefähr 81 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Man sieht, dass relativ wenig von diesen Auslandsinvestitionen in Infrastruktur fließt. Also 2024 waren es ungefähr 70 Milliarden insgesamt, die vom Ausland investiert worden sind. Nur 4 Milliarden davon gehen in Infrastruktur. 2021 waren es mal kurz 10% der Auslandsinvestitionen, aber es ist grundsätzlich wenig. Es ist also anders als in Afrika, da wird nicht so viel in Infrastruktur investiert, sondern die wichtigsten Ziele, wo ausländische Nationen investieren, ist der Dienstleistungssektor, Computer, Software und Hardware und Trading zum Beispiel, also interessanterweise auch Sektoren, für die Indien irgendwie bekannt ist und wo sie sich ja auch schon eine sehr führende Position, vor allem im Dienstleistungssektor, aufgebaut haben. Das heißt also, der maßgebliche Anteil der Infrastrukturinvestitionen kommt auch aus Indien selbst. Das Geld investieren sie vor allem in Energie. Das macht natürlich auch Sinn, wenn ein großer Teil der Bevölkerung noch auf dem Land lebt und eher jetzt langsam in Städte zieht, Städte wachsen, dann ist es natürlich wichtig, eine gute Energieinfrastruktur zu haben. Auch Straßen werden gebaut, grundsätzlich städtische Infrastruktur wird aufgebaut, Bahnstrecken, das sind wirklich so die typischen Investitionen und das macht natürlich auch total Sinn. So, und jetzt sind wir dabei, wer hat denn schon alles früher geahnt, dass Indien ein Wachstumsmarkt ist? In dieser Grafik seht ihr nämlich das Handelsvolumen von ETFs in Indien seit 2017 und zwischen 2017 und 2023 hat sich das Handelsvolumen vervierfacht, ist jetzt relativ konstant in 2023 und 2024 gewesen. Richtig vor dem Trend ist man hier nicht. Die letzten 8 Jahre ist der Trend Indien schon immer da gewesen, was die Investitionen angeht. Das sieht man auch ganz gut an dem Nifty 50 Index, zu dem wir uns hier auf dem Kanal natürlich auch noch ETFs angucken. Von 2011 bis 2014, das ist ein sehr, sehr, sehr konstantes Wachstum von ca. 5.000 Indexpunkten auf fast 25.000, also wirklich enorm. Vervierfacht hat sich auch der S&P BSE Sensex Index, der tatsächlich auch eine Vervierfachung hingelegt hat. Der BSE Index und der Nifty 50 Index sind die größten indischen Indizes, die es so gibt. Beide wurden so in den Ende der 80er und in den 90ern aufgesetzt. BSE steht hier für Bombay Stock Exchange und die gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert. Das ist also eine sehr traditionelle und die älteste Börse von Indien. Dieser Index hier hat die 30 größten und liquidesten Aktien aus Indien so ziemlich in seinem Portfolio, während der Nifty 50, das sagt ja schon irgendwo der Name, 50 Indizes hat und auch die Börse, die Nationalbörse, die dahinter steht, ist erst in den 90ern gegründet worden und mit 50 Aktien hat der Index eben eine breitere Aufstellung. Der BSE-Index und vor allem hier die Mid- und Small-Cap-Indizes, also wo die mittleren und kleineren Aktien, das bedeutet eben Mid- und Small-Cap, also Aktien mit einer ganz kleinen Marktkapitalisierung, mit einem ganz geringen Wert, dort wo nur diese Aktien jeweils enthalten sind, wurde eine unglaubliche Performance im Jahr 2024 hingelegt. Also ihr seht das hier, der S&P BSE Mid-Cap-Index hat 70% Performance hingelegt, der Small-Cap-Index ähnlich mit 66,4% dahinter, der S&P BSE Sensex Next 50 Index, der also auf die nächsten 50 Großen setzt, immerhin mit 60% dabei. Aber auch die anderen Renditen oder die Kurssprünge in diesen Indizes sind schon enorm. Da freue ich mich also darauf, welche ETFs man hier handeln kann. Spoiler, das wird ultra spannend und leider auch ein bisschen ernüchternd. Wir blicken aber zunächst einmal auf die wichtigsten und spannendsten Aktien, die es in Indien gibt. Mit Reliance Industries haben wir wieder mal einen typischen Mischkonzern, der sein Geld mit Ölraffination verdient, mit Chemieproduktion und sich in den letzten Jahren aber auch zu einem Technologiegiganten aufgeschwungen hat mit einem Telekommunikationsunternehmen Jio und der Einzelhandelskette Reliance Retail. Insofern gibt es hier unfassbar viele Branchen, in denen dieses Unternehmen eingebunden ist. Wir sehen hier an den krassen Kursaussprüngen auch, dass das Unternehmen seit 2017 auch den Nifty 50 Index geschlagen hat und über die letzten knapp 20 Jahre konnten sie dadurch 300-400% mehr Rendite erzielen als der Nifty Index. Gut, das ist natürlich jetzt wirklich der langfristige Trend. Ihr seht auch im Chartverlauf gab es auch mal Phasen, wo
die Aktie nicht so gut performt hat. Der Umsatz mit Öl und Chemie ist um 11% gewachsen, das EBITDA grundsätzlich um 10% gesunken. Hier sind vor allem die Treibstoffmargen zuletzt niedrig gewesen. Da rechnet man erst in 2026 mit Normalisierung. Das Thema Telekommunikation mit der Sparte Jio sorgt für 18% Umsatzwachstum und auch der genannte Retail-Bereich konnte um 16% zulegen. Beide Segmente wachsen immer mehr. Das Ganze dämpft so ein bisschen die Zyklizität, die es eben im Öl- und Chemiesektor gibt. Interessanterweise gibt es bei 5G in Indien auch eine Preiserhöhung. Das ist ganz anders als der Trend zum Beispiel in Deutschland. Das führt dazu, dass sie in dem Sektor, in der Telekommunikation, mehr als 50% EBITDA-Marge haben. Das ist schon erstaunlich hoch. Zudem starten sie auch zum Beispiel so Aktionen wie ein 10 Gigawatt Solarwerk, also setzen hier auch schon auf erneuerbare Energien. Dieses Unternehmen ist wirklich unfassbar groß und spannend. Auf jeden Fall eine wichtige Säule in Indien. 33 von 35 Analysten setzen die Aktie daher auch auf Buy, also auf Kaufen, und das Kursziel wird aktuell etwa 14% höher angegeben, als die Aktie ungefähr gerade rangiert, vor allem eben durch die Skalierung von 5G und dem Retail-Sektor. Generell muss man natürlich darauf hinweisen, dass all diese ganzen Sachen, vor allem bei so großen Unternehmen, gerade auch mit dem aktuellen Thema Zölle aus den USA natürlich zusammenhängen. Das heißt, kurzfristig kann es hier immer drastische Kurssprünge geben, auch wenn sich so ein bisschen das Treiben ja etwas normalisiert hat, wenn man so möchte. Ja, das nächste Unternehmen steht wie kein anderes für den Dienstleistungssektor in Indien, nämlich Tata Consultancy Services. Das ist ein globaler IT-Dienstleister und die bieten typischerweise Softwareentwicklung, Beratung, Systemintegration, Business Process Outsourcing. Tatsächlich hat Tata Consultancy natürlich auch davon profitiert, dass sie ihre Dienstleistungen deutlich günstiger anbieten konnten als vergleichbare Unternehmen in Nordamerika oder in Europa. Wenn wir uns auch hier den Kurs angucken der letzten 20 Jahre, performen sie den Nifty 50 Index gnadenlos aus und das seit 15 Jahren oder ja, wenn man sich die letzten 15 Jahre anguckt, wird der Abstand eben deutlich und der Hinweis, dass es vielleicht durch das Thema KI schwächeln könnte oder eben durch andere Themen wie zum Beispiel Zölle, wobei das bei Dienstleistungen etwas nicht so problematisch ist, dass sie im Nordamerika-Business, was ihre Beratungsleistungen und so weiter angeht, um 1% zuletzt geschrumpft sind, während sie in Indien über das letzte Jahr um über 61% gewachsen sind. Sie fahren auch eine große Gen-AI-Offensive mit 580 AI-Projekten. Gut, das kann auch erstmal nur Werbesprech sein. Da muss man natürlich gucken, was dahinter steht. Mit dem Thema macht natürlich jeder Werbung. Grundsätzlich haben sie eine hohe Fluktuation. Das ist aber nicht untypisch für indische Titel in der Dienstleistungsbranche mit 12,1%. Wer da mal in der beruflichen Praxis mit Erfahrung hatte, weiß, dass das extrem nervig sein kann. Dennoch ist 12,1% Fluktuation der niedrigste Wert seit 2019, also ist das für die Verhältnisse schon gut. Und ja, sie haben ungefähr 6.400 Menschen 2025 neu eingestellt, nachdem sie 2024 Personalabbau hatten. Die EBIT-Marge liegt bei 24,2%, ziemlich stabil. Und sie achten sehr stark auf ihre Kosten und auf das Thema Automatisierung. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt und sie haben da eben noch ein bisschen Puffer. Die Analysten sehen auch hier ein Kursziel 14% höher als aktuell. Vor allem das Thema KI, Monetarisierung, Cloud-Migration gelten so als Margenhebel. Infosys ist gleich das nächste Unternehmen, was ähnlich zu verorten ist. Auch diese machen das gleiche im Prinzip wie TCS, also Tata Consultancies, sind also Konkurrenten im IT-Bereich und entwickeln auch Software, beraten Firmen bei der Digitalisierung und so weiter. Ja, bei ihnen ist so ein bisschen eine Wachstumsbremse drin. Sie haben nur ein Wachstum im Umsatz von ca. 3-5% für 2025 rausgegeben. Die Marge ist hier vor allem unter Druck. Sie haben hier eine Marge im EBIT von 20,4%. Man sieht auch generell, dass die Aktie eher so über die letzten 20 Jahre auf dem Niveau vom Nifty 50 performt hat. Gab mal Phasen, also die letzten 5 Jahre, wo sie eine Outperformance hatten. Die wurden ausgezeichnet als weltweit schnellst wachsende globale IT-Service-Brand mit 84% Markenwert seit 2020. Auch sie bieten eine AI-Plattform an und vor allem beim Thema Halbleiter und bei ihren Leistungen, die sie für Research und Development anbieten, soll sich der Umsatz verdoppeln. Die Analysten sind hier eher bei einer moderaten Kaufempfehlung, mahnen davor, dass sich die KI-Investitionen nicht alle lohnen könnten. Kommen wir mit HDFC zu der größten Bank, die es in Indien gibt. Die bietet im Prinzip klassische Bankdienstleistungen wie Sparkonten, Kredite, Kreditkarten für Privatkunden und Unternehmen an. Sie setzen zwar einen starken Fokus auf digitale Banking-Innovationen, haben aber immer wieder mit IT-Ausfällen zu kämpfen. Insofern passt der Wunsch hier vielleicht manchmal nicht ganz zur Realität. Grundsätzlich sagen aber 85% der Analysten kaufen, bei 0%, die sagen verkaufen. Die Aktie ist auch ein ziemlicher Klassiker und man sieht, langfristig hat sie den Nifty 50 auch outperformt, zuletzt sehr stabil gewachsen.
Wir haben ja schon gesehen, es wird viel investiert in Indien und ein Unternehmen, was davon sicherlich profitiert, ist Larsen & Toubro Limited. Die sind nämlich ein Industrie- und Infrastrukturunternehmen, der große Bauprojekte macht wie Straßen, Brücken, Kraftwerke, Fabriken und so weiter. Sie planen sie und bauen sie und stellen schwere Maschinen und Industrieanlagen her. Alles, was in einem Land, was so im Wachstum inbegriffen ist und wo wirklich der Shift auch kommt, weg von der Landwirtschaft hin zu Serviceleistungen auf der einen Seite, aber natürlich wird auch die Industrie wachsen. Da ist so ein Unternehmen, generell die Wirtschaft, generell Straßenbau haben wir eben gehört, Energiewirtschaft, da ist so ein Unternehmen natürlich super wichtig. Sie haben Rekordauftragseingänge im Jahr 2025, einen hohen Auftragsbestand und davon auch sogar 46% aus dem Ausland, also insofern auch ja, überregional aktiv. Die Aufträge kommen zu 40% aus Infrastruktur, 35% aus dem Energiesektor. Also KPIs sind für die Branche ziemlich gut, also mit 12,7% EBITDA, trotz einer Rohstoffinflation, die vorherrscht in Indien, ist die Marge ziemlich in Ordnung. Und diese Internationalisierung, also dass Aufträge aus dem Ausland kommen, ja, 70% der Neuaufträge waren im Q4 24 Neuaufträge aus dem Ausland. Wer bezieht denn die Leistungen von Larsen & Toubro? Das sind vor allem die Saudis und ja, Katar, die für ihre erneuerbaren Energien, für ihre Metros, die sie bauen, unter anderem Larsen & Toubro beschäftigen. Diese Trendentwicklung hat sich aber bereits im Preis niedergeschlagen. Man sieht zwar jetzt seit 2024 so eine konstante Entwicklung, aber in den Jahren zuvor sind diese Erwartungen in die Aktie eingepreist worden, vor allem 2021 bis 2024 hat man eben so ein starkes Wachstum gesehen. Die Analysten sind dennoch überwiegend positiv. Mit der ICICI Bank haben wir die zweite Bank dabei, die größte Privatbank Indiens. Sie konkurriert im Prinzip direkt mit der HDFC Bank und bietet eben die gleichen Dienstleistungen an, die eine Bank ebenso anbietet. Die Besonderheit ist, sie gelten so ein bisschen als Blockchain-Pionier in Indien. Sie sind der Vorreiter bei Handelsfinanzierungen, haben eine Trade-Flow-Plattform in der Cloud mit 87.000 aktiven Firmen. Was generell beachtlich ist, ist die Nutzung von solchen Diensten via WhatsApp in Indien. Also sie haben da über 9 Millionen monatliche Interaktionen mit ihren Kunden. Das ist schon ziemlich viel. Und JP Morgan hebt hier auch die Kursziele an und verweist eben auf die hohe Kosteneffizienz, die hier vorherrscht bei dem Unternehmen. Grundsätzlich gibt es ein Risiko bei der Bank. Sie vergeben ziemlich viele hohe Konsumkredite an die Bevölkerung. Und solche Konsumkredite können natürlich dazu führen, dass die Kredite in einer Wirtschaftskrise nicht zurückgezahlt werden können. Jetzt, wo es wirtschaftlich gut läuft oder bergauf geht, ist das natürlich eine Wette und da kann dem Unternehmen eine Menge Geld bescheren. Es kann aber auch sein, wenn es gesamt makroökonomisch schwieriger wird, dass das dann zum Problem wird, obwohl sie hier einen Piotrowski-Score von 7 haben. Die Seiten verlinke ich übrigens euch unten in der Videobeschreibung. Ich finde die super übersichtlich. Da sieht man eigentlich alle Informationen auf einen Blick, alle Kennzahlen und kann sich die Aktien hier noch genauer angucken. Man sieht, dass der Kurs eigentlich zwischen 2005, 2006 bis 2020 gar nicht über dem Wert vom Nifty 50, also vom Indien-Index lag. Erst seit Ende der Corona-Krise hat die Aktie tatsächlich eine gute Überperformance erzielt, ist also gut gewachsen. Ja, den Abschluss bildet Tata Motors und da geht es, wie der Name schon verrät, um Motoren, also Autos, Lastwagen und Busse, die sie produzieren und besonders die Nutzfahrzeuge sind in Indien bekannt. Aber sie erstellen auch Elektrofahrzeuge her und besitzen, für die, die es nicht wissen, mit Jaguar oder mit Jaguar Land Rover eine britische Luxusmarke. Ob das jeder gewusst hat, weiß ich nicht, aber das Unternehmen hat auf jeden Fall damit zu kämpfen, dass die Umsätze mit Electric Vehicles, also mit Elektrofahrzeugen, um 10% zurückgegangen sind oder dieses Jahr um 10% zurückgehen werden. Und der Marktanteil hier gesunken ist auf 35%. Zum Vergleich 2024 hatten sie einen Marktanteil, wenn es um Elektrofahrzeuge ging, von 66%. Man sieht also, hier ist richtig der Kampf über den Elektrofahrzeugmarkt in Indien entbrannt und das Management hat deswegen hier eine Modelloffensive angekündigt, also so ein bisschen wie vielleicht VW in Deutschland. Ich glaube, da gibt es aber nicht so einen Kampf um die besten Elektrofahrzeuge, wie es in Indien gibt. Es gab so eine Art Verbrenner-Comeback, wo sie um 8% nochmal gewachsen sind. Sie investieren aber das meiste Geld tatsächlich jetzt in den Elektromarkt und wollen da bis 2027 wieder einen Marktanteil von 50% zurückerobern. Die EBIT-Margen sind bei der Luxusmarke Jaguar natürlich ein bisschen besser, weil die Fahrzeuge dort hochpreisiger verkauft werden. Die Marge in Indien ist ein bisschen geringer, ungefähr bei 5%. 28 Analysten sagen Aktie kaufen, 4 sagen die Aktie halten. Ca. 18% ist das mittlere Target, wo die Aktie noch wachsen könnte. Also das Ganze wird schon sehr positiv gesehen. Was so ein bisschen der Treiber der Hoffnung ist das Premium-Portfolio von Elektrofahrzeugen, was 2027 auf den Markt kommen soll, heißt Avinia. Wie gesagt, 2027 erst im Handel, wird jetzt aber schon drauf gewettet oder die Analysten sagen eben, das könnte was Positives werden. Grundsätzlich könnte das Unternehmen davon profitieren, dass es in ESG-ETFs oder überhaupt besser gerankt wird, weil sie ein Recycling oder ein Battery Recycling Joint Venture gestartet haben und
95% der Rohstoffe zurückgewinnen wollen, die in einer Batterie liegen. Das ist natürlich super spannend. Die Risiken sind eben diese Absatzdelle, die es hier 2025 gegeben hat. Das liegt übrigens auch an ruhenden Subventionen, mit denen haben die dort auch zu kämpfen in Indien, und mit der Rohstoffpreisvolatilität, also starken Schwankungen, und eben tatsächlich der Konkurrenz durch BYD, also hier kommen jetzt mal die Chinesen ins Spiel, und MG India. So, normalerweise würden wir jetzt zu den ETFs kommen. Ich blende aber nochmal die unfassbar krassen Indizes ein, die es in Indien gibt, nämlich die Mid-Cap- und Small-Cap-Aktien in Indien, die unfassbar stark gewachsen sind, ja, mit 70% im letzten Jahr. Wir widmen uns am Mittwoch in der kommenden Woche ganz klar dem Thema Indien-ETFs. Wir nehmen uns also richtig viel Zeit am Mittwoch und gucken uns ausführlich die besten Indien-ETFs an. Was ist denn trotzdem so das Fazit, was ich jetzt zum Investment in Indien, ob es jetzt in einen ETF ist, den wir nächsten Mittwoch sehen, oder in die einzelnen Aktien, die wir eben gesehen haben, angeht? Grundsätzlich, sie haben eines der höchsten oder sogar das höchste Wirtschaftswachstum der Welt. Sie haben eine super Demografie, der Strukturwandel läuft, also der Dienstleistungssektor nimmt schon viel Raum ein. Sie haben aber eben noch viel Erwerbspersonenpotenzial und der Aktienmarkt, sieht man jetzt vor allem auch an den Indizes hier oben, hat natürlich historisch super performt und performt immer noch gut. Was eben die Probleme sind, die Bevölkerung ist immer noch verhältnismäßig arm, das Pro-Kopf-Einkommen immer noch verhältnismäßig gering. In so einem aufstrebenden Land gibt es dann auch Probleme mit Korruption, mit den verschiedenen sozialen Schichten, will ich mal sagen, und auch mit verschiedenen rechtsstaatlichen Dingen, die auch mitwachsen müssen. Natürlich gibt es auch Infrastrukturdefizite, die einfach noch da sind, deswegen wird ja viel gebaut, da wir das Unternehmen Larsen und Toubro, was wir eben hatten. Und die Bewertung an den Börsen sieht man ja auch an den Wachstumskursen hier, die sind eben schon ziemlich hoch. Das heißt, die Story, die ich hier heute erzählt habe, ist eigentlich jedem bekannt und man wettet jetzt ja darauf, dass das Wachstum noch stärker ist als das, was hier schon prognostiziert wurde. Insofern stellt sich wirklich die Frage, macht es Sinn, einzeln in Indien zu investieren? Ich würde sagen, anders als bei vielen anderen Branchen oder Länder-ETFs ist es auf jeden Fall nachvollziehbar, weil Indien wirklich ein krasses Wachstum beherbergt. Aber ob das langfristig den Markt überperformt, kommt so ein bisschen auf den Anlagehorizont drauf an. Das Momentum ist dort auf jeden Fall gerade gut, die Investments sind hoch. Auf der anderen Seite, aus dem Grund würde ich wieder sagen, ich nehme lieber einen breit gestreuten Emerging Markets ETF und bleibe dabei, dass ich lieber breit streue, weil ich jetzt eben seit 8 Jahren sehe, dass das Handelsvolumen in Indien gestiegen ist, der Markt also dieses Wachstum antizipiert und ich sage, ich bin eben nicht vor der Welle, ich mache kein Market Timing, aber es ist auch sicherlich kein Beinbruch, wenn man einen Indien-ETF mit 10% zum Beispiel in sein Portfolio dazu nimmt. Das soll keine Anlagenberatung sein, hat immer was damit zu tun, was ihr auch vorhabt, welches Risiko ihr eingehen möchtet. Auf die Frage, ob Indien der Nachfolger von China ist, würde ich sagen, vom Potenzial her auf jeden Fall. Sie haben noch ein unfassbares Wachstumspotenzial, sie sind auf dem richtigen Weg und bei China sieht man eben, dass das Bruttoinlandsprodukt jetzt zum ersten Mal auch auf 3,8% zurückgehen wird. Können wir in Deutschland immer noch von träumen, aber nichtsdestotrotz, man sieht ganz klar, Indien überholt hier China, was das Wachstum angeht. China ist aber schon im Rennen ein paar Kilometer weiter vorne. Wir machen am Mittwoch dann weiter mit der ETF-Analyse zu den spannenden Indien-ETFs. Bis dahin, macht's gut, haut rein.